Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich wollte ja eigentlich nichts über Coronavirus Covid-19 erzählen, aber aus einem gegebenen Anlass tue ich es nun doch. Und neben dem, was Sie alles schon wissen, erzähle ich Ihnen ein bisschen etwas über Viren an sich und über dieses Virus im Besonderen. Ich freue mich auf Ihr Interesse. Aus gegebenem Anlass, wenn es so weit kommt, dass man mir von meiner Patiententoilette den Desinfektionsspender nebst Desinfektionsmittel wegnimmt und die Patienten jetzt zur Desinfektion an den Tresen kommen, dann ist es schon weit gekommen mit dieser Panikmache um das Covid-19. In Bremen gibt es Stand heute, wir haben den 4.3.2020, 3 dokumentierte Fälle. Aus einem mit mir kooperierenden Labor, wo täglich etwa 90 Einsendungen auf Coronavirus eingeschickt werden, war bisher noch nicht ein einziges positiv. Gott sei Dank. Was man bei jeder Viruserkrankung machen soll, macht man natürlich auch bei diesem Virus. Das übliche Händewaschen, nicht schütteln, nicht zu enge Kontakte, von Mund zu Mund ist ungesund. Also auch alles, was mit Geschirr zu tun hat, mit Küssen und sonst wie was, ist davon betroffen. Und es heißt natürlich auch in den Ärmel niesen, Desinfektionsmittel nutzen und durchlüften, damit die Keimdichte möglichst gering ist. Das betrifft natürlich auch so etwas wie Busfahren, wo ja bisher eigentlich überhaupt keine Einschränkungen stattfinden, sondern nur auf irgendwelchen Flughäfen, wo es Kontakt zu fremden Ländern gibt, in denen im Rahmen der Theorie oder der Strategie der Eindämmung, der Ausbreitung eben geguckt wird, von wo werden Keimträger, also Virusträger, nach Deutschland importiert. Und die sollen dann sozusagen über Quarantäne auch zunächst eingegrenzt werden. Das scheint ja auch relativ erfolgreich, zumindest in Bremen, zu funktionieren. 80% derjenigen, die sich infizieren, merken nichts davon. Auf der anderen Seite gibt es 20%, die sehr wohl daran erkranken und davon einige wenige sehr schwer. Mit einem sehr schweren Lungenerkrankungssyndrom, denn dieses SARS ist ja ein besonders auf die Atemwege gehendes Virus. Und im Allgemeinen sterben daran Menschen, die multimorbide sind, also mehrere andere schwere Erkrankungen haben oder in ihrem Immunsystem nachhaltig eingeschränkt sind. Neueste Erkenntnisse zeigen sogar, dass der erste Mensch, bei dem schon ein Coronavirus diagnostiziert wurde, der genesen ist, dass er sich erneut infiziert hat. Das heißt, dieses Virus muss ähnlich wie beim Grippevirus einen gewissen Antigen-Shift durchlaufen, der dazu führt, dass wir keine nachhaltige Immunität dagegen entwickeln können. Und auch bei diesen Impfungen ist es wichtig, dass die Impfung auch zu einer vernünftigen Impfreaktion führt. Und um eine vernünftige Impfreaktion zu haben, muss ich ein gutes Immunsystem haben und muss dem Immunsystem all die Dinge anbieten, die es braucht, um zu funktionieren. Und das ist eine allgemeingültige Erkenntnis, die sich auf jede Form von Erkrankung bezieht. Nun zum Thema Viren. Wie ticken Viren? Viren können sich nicht selbst vermehren. Virusinfektionen sind in der Regel bei kalten Temperaturen stärker ausgeprägt. Deswegen gibt es die Grippe in der Wintersaison und nicht in der heißen Sommersaison. Viren benötigen andere Wirtszellen, die sie sozusagen besetzen und wo sie sich in deren Erbinformation einbauen, um sich vermehren zu können. Und in dem Moment, wo diese Vermehrung abgeschlossen ist und diese Viren wieder freigesetzt werden, stirbt diese Zelle. Und wenn ich mich vor so etwas schützen will, dass diese Viren überhaupt in meinen Körper hineinkommen, dann muss ich schauen, dass ich auf der Schleimhautoberfläche einen mechanischen Schutz aufbaue. Und so etwas gibt es sogar. Es wird nämlich im Handel ein aus Rotalgen präpariertes Nasenspray verkauft, was sozusagen einen Polyphenolfilm auf die Schleimhäute legt, der Nasenschleimhaut und der Nasennebenhöhlenschleimhaut, sodass es den Viren erschwert wird, durch diese Barriere in die Zellen einzudringen.
Das geht auch mit dem Extrakt der Zistrose, einer Malve aus dem griechischen Raum, Cistus incanus. Dafür gibt es Nasensalben, dafür gibt es Lutschpastillen, daraus kann man sich einen Tee zubereiten, der auch beim Trinken durch den Magen-Darm-Trakt geht. Denn wir wissen ja vom Coronavirus, dass es auch über den Stuhl ausgeschieden wird und dass also jeder Besuch einer öffentlichen Toilette oder jemand hat sich die Hände nicht gewaschen und packt jetzt in der Straßenbahn, da wo wir uns alle festhalten müssen, damit wir nicht umfallen, an. Im Grunde genommen verteilt er dieses Virus über diesen Bereich. Daher sollte man auch natürlich etwas zur Desinfektion dabei haben, bevor man sich irgendwann an der Nase pult oder in den Mund weht oder vielleicht noch nebenbei etwas isst, damit dieses Virus, was ja alkoholsensibel ist, wie wir heute aus einer Mitteilung aus dem Raum Hannover gehört haben, dann auch relativ schnell abgetötet werden kann. Wenn ich es also schaffe, diesen Eintritt des Virus zu reduzieren, dann schaffe ich es auch, dass mein Immunsystem Zeit bekommt, darauf zu reagieren und dieses Virus abzufangen und sozusagen zu eliminieren. Das Covid-19-Virus oder wahrscheinlich alle Coronaviren haben die Eigenschaft, dass sie sich lange Zeit unbemerkt, also ohne eine Erkrankung zu erzeugen, in den Zellen vermehren können. Und somit sind wir alle unerkannte Virenmutterschiffe, die ohne zu wissen, dass wir krank sind, dieses Virus verbreiten. Und daher bin ich der Meinung, sollten wir die wichtigen Maßnahmen der Begrenzung der Ausbreitung beachten, sollten ganz konsequent, wenn wir zum Arzt gehen, vorher anrufen, warum wir kommen, warum wir den Verdacht haben, dass wir ein Coronavirus haben. Dann sollten wir schauen, dass wir rauskommen zu Ihnen ins Auto, um dort den Abstrich zu machen, Sie dort zu beraten, Sie nicht in unsere Praxis hereinzuholen, nicht uns hier irgendwo zu infizieren oder andere Patienten zu infizieren, gezielt auch dazu beitragen, dass die wichtigen Stellen der Hilfe, nämlich der Arztpraxen, nicht in die Quarantäne geschickt werden müssen, nur weil wir nicht darauf geachtet haben, dass das Coronavirus außerhalb bleibt und wir uns vernünftig davor schützen können. Also helfen Sie bitte auch mit, dass wir als Arztpraxis für Sie auch in Zukunft noch da sein können und kommen Sie entsprechend verständnisvoll auf uns zu und beachten Sie meine Hinweise.